Ihr Lieben, extrem viel Spannung liegt in der Luft oder besser gesagt in der Atmosphäre, die jetzt durchgehend chaotisch aufgeladen ist. Auch durch die sehr hohe kosmische Strahlung, die durch unsere sehr schwache Magnetosphäre sowie das Ringstromsystem jetzt dauerhaft zu uns kommt und die Energien im Erdsystem massiv aufheizt, wofür es inzwischen keinerlei starke Sonnenevents mehr braucht. Diese massiven elektromagnetischen Spannungen haben wir normalerweise, also früher, nur bei starken Gewittern, die im Moment jedoch auch sehr schnell aufziehen können. Und natürlich zeigt sich das auch in den Schumann-Resonanzen, wo wir extreme Übersteuerungen haben. Die sehr hohen Aufladungen aus der Atmosphäre können sich im Erdsystem nicht mehr abladen. Und das hatten wir genauso kurz vor dem letzten Schumi-Blackout. Das heißt, es kann jederzeit wieder dazu kommen, dass die elektromagnetischen Flüsse in unserem Erdsystem erneut kollabieren. Mutter Erde kommt nicht mehr zur Ruhe. Die Erdrotation hat bereits 3 Abbremszyklen hintereinander übersprungen und nimmt seit Juli permanent stark zu, was natürlich auch starke Beben triggert. Und ja, diese extrem hohen Aufladungen und das Chaos der elektromagnetischen Flüsse, die grundlegenden Parameter für alles Leben hier auf der Erde sind, wirken sich genauso chaotisch auf alle biologischen Systeme aus. Ich hatte in meinem letzten Video bereits ausführlich darüber gesprochen. Und besonders Herz, Hirn und Nerven sind jetzt betroffen. Das heißt, Herzstolpern, Herzunruhe, Druck auf der Brust, Blutdruck, Schwankungen, Kurzatmigkeit, inneres Zittern, Vibrieren, plötzliche Hitzegefühle, Wahrnehmungsstörungen, Kopfdruck bis zu den Ohren, Hirnnebel, Schwindel, Kreislaufstörungen, plötzliche Übelkeit, Schwäche oder auch das Gefühl, kurzzeitig das Bewusstsein zu verlieren, können damit einhergehen, sowie vieles mehr. Der ganze Körper steht unter Anspannung und das spüren wir ebenso in starken muskulären Verspannungen, Krämpfen und so weiter. Und auch Schwachstellen und Belastungen können vermehrt an die Oberfläche kommen, da der gesamte Organismus, Stoffwechsel, Immunsystem immer mehr aus der gewohnten Ordnung, aus dem Gleichgewicht fällt. Ja, die Entropie in allen Systemen nimmt mit diesen massiven energetischen Veränderungen und Einflüssen mehr und mehr zu. Und ja, diese extremen elektromagnetischen Spannungen und permanent sehr hohen Aufladungen legen sich genauso auch auf Geist und Emotionen, die dadurch völlig überreizt sind und sich auch sehr schnell explosiv entladen können, wie im Außen, so auch in uns, ganz klar. Auch wenn so eine Entladung manchmal sehr befreiend und notwendig sein kann. Teils ist es auch das sehr starke Gefühl, das viele jetzt haben, als würde sich etwas immer mehr zuspitzen, etwas Unvorhergesehenes plötzlich passieren. Und so ist es im Grunde genommen auch, denn es ist keinerlei Ordnung mehr im Außen, weder in der Atmosphäre noch in Mutter Erde oder in dieser Welt. Ängste können ganz plötzlich auftauchen. Depressionen, tiefe Traurigkeit, auch Albträume sind sehr häufig im Moment, neben dauerhaft sehr unruhigen Nächten und immer mehr zunehmender Erschöpfung.
Und auch viele Tiere zeigen entsprechende Symptome und Verhaltensänderungen von Orientierungslosigkeit bei den Wildtieren bis hin zu Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Problemen, plötzlichem Erbrechen, vermehrtem Ruhebedürfnis und Rückzug, aber auch vermehrte Unruhe, plötzliche Ängste und auch Aggressivität untereinander bei unseren Lieben. Oh ja, das alles wirkt sich genauso auch auf sie aus. Oh ja, die innere Anspannung ist sehr hoch, völlig überladen, ihr Lieben. Und nochmal, wie im Außen, so auch in uns. Wir sind elektromagnetische Wesen. Und ja, es sind auch die extremen Schwankungen im Magnetfeld, die wir deutlich spüren. Und sicher werden einige von euch auch gemerkt haben, dass sich die Beine teils wie Pudding anfühlen, überhaupt nicht geerdet, begleitet von einer sehr surrealen Wahrnehmung, als würde man sich wie ferngesteuert und ohne jegliches Zeitgefühl durch den Tag bewegen. Erdung, Erdung, Erdung ist deshalb immer wieder angesagt, um die hohen Spannungen aus dem Körper abzuleiten. Bewusstes Atmen, Barfußgehen, Wasseranwendungen, alles, was euch hilft zu entspannen. Aromatherapie, Lichttherapie, Musik, heilende Frequenzen und. Auch hatte ich euch vor einiger Zeit schon einmal GABA empfohlen, der Neurotransmitter für starke Nerven und guten Schlaf. Er wirkt gegen Stress und beruhigend auf den Körper, das Wohlbefinden, und davon können wir im Moment gar nicht genug bekommen. Außerdem kann die Melisse jetzt sehr hilfreich sein als spagyrisches Spray am besten, denn das wirkt auf allen Ebenen. Gegen Stress, Unruhe, Entzündungen sowie positiv auf den Blutdruck, die Verdauung, die Neurotransmitter und so weiter. Ja, unsere Lebenskraft und für die Heilung auf allen Ebenen. Einfach bei Bedarf in den Mund sprühen. Und zum Schluss noch zu der Frage, die immer und immer wieder auftaucht. Warum manche Menschen oder auch sehr viele so gar nichts spüren von all dem. Nun ja, die Ursache kann in körperfremden Stoffen liegen, die sich im Organismus befinden, wie Schwermetalle zum Beispiel, aber auch solche durch manipulative Eingriffe. Was dazu führt, dass die Menschen sich gerade dann, wenn alles energetisch blockiert, überladen und völlig im Chaos ist, sogar vordergründig besser oder richtig gut fühlen. Darüber hinaus haben leider auch sehr viele Menschen ihr Körpergefühl völlig verloren. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia.